Otacon, what the hell? Ja. That was Vamp. I'm sure of it. I'll never forget that face. Those were PMC soldiers with him. Is he involved in Liquid's plan? We watched him die in Manhattan. Damn it, he won't leave us alone. Snake, could Vamp be immortal? Not a chance. This is the real world, not some fantasy game. I swear, the next time he shows up... Not now, Otacon. Right. I know. Snake, according to satellite imagery procured by Mei Ling, the facility where Naomi's being held is to the north, along a mountain road. I'm sending the location to your map. Mei Ling? What's she up to these days? Taking command of the Missouri, apparently. The Missouri? That's a World War II battleship. The museum contract in Hawaii expired some time ago. I hear it's now being used as a virtual training vessel. No kidding. Not for actual combat training, of course, but rather to get sailors used to seamanship on an analog vessel. Or so I hear. After the mess at Shadow Moses, Mei Ling kinda got put out to pasture. Even so, making captain at her age, that's pretty impressive. Rumor has it she caught the eye of some lecherous old admiral who got her promoted. She always did have a thing for older men. Maybe it's too early to retire after all. Thinking of taking a little training on an analog vessel, Snake? No. At this point, I've got no need for any more training. Fair enough. Listen, Snake. When you get there, remember, the conflict between the PMCs and the rebels has nothing to do with your mission. There's no reason for you to get involved or take sides. That said, creating some sort of impact on the battlefield could produce better conditions for sneaking. The rebels are targeting the facility being used by the PMCs as a base. This is more or less the same spot where Naomi's being held. If you aid the rebels, they might get rid of some of the PMCs and help carve a path for you to sneak in. That freak I just saw, with the tentacles, was it using the same octo-camo system as my suit? Yeah? I thought that technology was of your own design. Actually, I kind of based it on some design Sonny snagged off the net. And the data came from? DARPA? So in other words, we're on equal ground technologically. Sorry. I guess I should have told you. And by the looks of things, they know I'm coming too. Yeah, it could be a trap. Stay sharp. Ja, ich warte. Gut. Head for the research lab where Naomi's being held. It's to the north. Ich habe ja erst gedacht, es ist irgendeine Snake-Imitation, aber er kann anscheinend nur dein Gesicht imitieren, dieses Vieh, ne? Ja, anscheinend. Gut. Das wäre das eine. Dass Vamp, als er ins Wasser gefallen ist, nicht tot war, hätte ich mir ja denken können. Ja. Aber zu Otacons Theorie, man kann ihn bestimmt töten, ne? Weil so ein echter Vampir, das halte ich sogar für Metal Gear ein bisschen übertrieben. Vielleicht. Die schläft, ne? Ja. Ja, muss ich nicht. Aber es ist ganz cool, dass wir das nicht ungeklärt lassen. So, weil wir doch viel Ungeklärtes hatten am Ende vom letzten Teil. Das Vamp nochmal auftaucht, meine ich. Ist okay. Aber ich glaube, der hat ja für Solidus gearbeitet, ne? Nicht, dass der mit Liquid zusammenarbeitet. Oder vielleicht. Man weiß es nicht, ne? Otacon hat meine Gefühle passend beschrieben, als er seinen Funkspruch eröffnete mit "Was zum Teufel?" Das war Snake. Oder Snake, genau. Hier geht schon mal ganz schön was ab, ne? Krass. Und wir sind schon im zweiten Akt, ne? Also, wir kommen gut voran. Ja, aber ja, das auf jeden Fall. Aber wir wissen noch nicht, wie viele Akte es gibt. Es gibt vielleicht 10. Also dann kommen wir vielleicht auch nicht so. Ist ja auch völlig Schnuppe. Ich wollte einfach nur sagen, Metal Gear zeigt mir immer wieder, das haben wir jetzt schon ein paar Mal festgestellt, aber es ist ja ein neues Spiel, dass es sich selbst immer wieder gut neu inszeniert. Man denkt sich manchmal wirklich, was bitte ist jetzt passiert, ne?
imagination. Du schießt gegen die. Ja. Super. Super geil. Super Snake. Super Snake. Schau mal ein Camo rein und dann betäubigen. Ist jetzt Grasfarbe. The enemy's attacking. Na, die sehen dich aber nicht, also betäubst du einen nach dem anderen. This is HQ. We're under attack. We're under attack. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Was schießen die denn? Ja, auf die Miliz. Ach, die sind aufgestanden und. Ach, das war alles nicht so gut. Das betäuben am Anfang schon, dass ich. Ja. War sehr Nudeln? ungünstig. Nudeln? Ja. Eat your noodles. Das schafft er. Diese Fußspur. Ja, es war mit dem Stimme. Aber so auffällig hat man das bei Solid Eye auch noch nicht. Der Gegenstand ist. Jetzt hat er wieder aufgewacht. Aufgeweckt. This is HQ. Es gibt immer ein mysteriöses HQ in jedem Teil, ne? Wo man nie weiß, wo es sitzt und zu wem es gehört. Das halte ich für gewagt. Ja. Geht aber vielleicht nicht ganz auf. Aber ihr seht mich auch gerade nicht. Also von daher. Sind das Milizen? So, oder gar nicht keine so kleine. Also nicht auf der Seite. Warte mal, das We've got company. We got company. Suppressing fire. Ist doch besser gemacht so. Ja, man erkennt halt viel besser, wo Kopf ist. Und dann braucht man nicht so viel Schuss. Wo Kopf ist. Wo Kopf ist. Wo ist Kopf? Da ist Kopf. Das war gegen Felsen. Ja, jetzt. Einmal. Schade. Okay. Fire. Rising Ah! Suppressing Da fire. kommt noch einer. Von rechts. Oben rechts und links unten. Ja, ja, warte mal, was ist denn? Was? Wer hat mich jetzt gesehen? Der! Hier links unten. Unterm Wo ist denn Baumstamm. Link? Ah, das ist doch eine Miliz. Also ein Rebell meine ich. Ach, hinter dir. Das habe ich nicht. Ja, hinter uns. Acknowledged. Sending reinforcements. Der hat dich gesehen. Das noch einer. Ja, jetzt wird Grenade. Was war das? Was macht der? Hä? Alter, Der hat gehangen, der hat gehangen. Jetzt. gehangen. Na, an dieser Kante. Was steht los? Und erlaubt der. Ja, links oben. Ja. Wird sie jetzt nicht kämpfen, wenn die dich gesehen haben? Ich frage. Hinter dir ist noch ein Geräuschpunkt. Ein Stresslevel ist. Sinkt deine Ausdauer, wenn dein Stress bei 100% ist? Weiß ich nicht.
Snake, there's someone I'd like you to meet. A member of the mission staff. A psychological counselor. Psychological counselor? A lot of soldiers can't handle the stress of battle, end up panicking. She'll be useful in helping you understand the mindset of both the PMC and rebel soldiers. Echt jetzt? She? Rosemary. Oh, die kann man. Aber die war doch... Naja, sie ist auch nicht. Nice to meet you, Snake. This is Rosemary. She used to work as a data analyst at the Pentagon, but moved to combat support during the Big Shell incident. Yeah. She was in charge of Jack's files, wasn't she? After that, she studied psychology. And now she's a counselor with CSP, the Combat Stress Platoon. Yeah, I hear psychological counseling's the hot field these days. Increased combat efficiency and productivity, all without ever picking up a gun. I'll be acting as your personal counselor on this mission. Since the passing of the new millennium, one of the most important issues facing today's military is the mental care of its soldiers. I can also provide advice on soldier psychology from a threat assessment perspective. Contact me anytime. I'll be standing by here at home with Roy, but I'm on a different circuit. The frequency is 147.79. Her advice will have a positive effect on your psych gauge. Survival on the battlefield depends on your psychological well-being. Lose your cool and your body stops doing what you tell it to. Even a veteran soldier like you. I know. Mind, body, technique. Some things haven't changed with time. When your psyche is running low, ask her for advice. It'll help keep you in peak condition and focused on the mission. By the way, Colonel, isn't that your house? Well, yes. Then the woman you married, the one that Meryl was talking about. Is Rosemary, yes. Didn't I tell you before? Echt? News to me. What about Jack? Jack? Jack, from Foxhound. Codename Ryden. I seem to remember him being engaged to Rose. Oh. We lost all trace of him. Jack's gone. I used to work with the guy. He saved Sonny from the Patriots. He disappeared soon after that. What about you? Jack disappeared and you just moved in on Rose? I was consoling her over her loss, and one thing just led to another. She's young enough to be your daughter. Yeah, lucky me, huh? Now I see why Meryl was so disgusted. Meryl said something about me. Yeah, I believe her words were, "I'll never forgive that womanizing piece of shit." I see. Colonel, you knew she was our informant in the Middle East, didn't you? Was it you who put her up to it? Yes. I used my connections in the army to get Meryl the job. You wanted your daughter someplace where you could keep an eye on her. Look, everybody involved in the incident at Shadow Moses either lost their job and status, or in the case of Meryl and Mei Ling, got brushed aside. Meryl wanted to make a comeback, a difference. We can't all be as strong as you, Snake. Some of us can't bear living like pariahs. Since Shadow Moses, I've been branded a criminal. I think of it as my own small way of making it up to my daughter. My own flesh and blood. In any case, call Rosemary if you ever need advice. Das ist ja echt seltsam, wie die zueinander finden. Aber Jack schnell vergessen, ne? Los. Ach, Jack. Ja, ich weiß bei Jack auch. Nee, ich meine ja. Okay. Jack Ja, schnell vergessen. ich leg mich hier ins Gras und hoffentlich beißt man nicht in solches. Cool. Und machen an dieser Stelle Pause. Ja. Also, dafür, dass sie Jack so sehr geliebt hat und ständig mit ihm über irgendwas gefunkt hat, wo sie sich das erste Mal begegnet sind, ist er dann doch relativ schnell auf Fable für Ältere. Ja, aber vor allem am Ende von Teil 2 haben sie noch gesagt, ja, wir überstehen jetzt alles zusammen. Und so, und auf einmal Campbell, my friend. My old friend. Ja. Na, es muss ja noch erklärt werden, was mit dem passiert ist. Wie wir wissen, gibt es ja noch ein Spiel mit ihm. Ja. So. Ja. So. Und, was kam die Folge? Ja, also wie gesagt, was ich schon in der Folge gesagt hatte, ein paar Mal. Es ist schön, dass Vamp nochmal kommt. Ich hoffe, diesmal wird das mit ihm auch aufgeklärt. Über die 4 anderen weiß man immer noch nicht so richtig was. Maschine, Mensch, Mischung. Anscheinend dieser Oktopus, Dr. Octopus,
Mrs. Octopus, weil sie ja eigentlich eine Frau hat, ja. Und, ne, Mrs. Octopus lacht gerne. Also laugh and grow fat. Fatman. Also die Tochter von Fatman. Wahrscheinlich. Oder die Schwester. Und ist eine lachende Octopus-Lady. Naja, ich weiß nicht. Die anderen beiden, Hund und fliegendes Vieh und Puppenspieler, weiß man jetzt auch noch gar nichts. Ja, naja. Ich weiß nicht, es wirkt alles schon wieder ein bisschen strange. Aber also, man kriegt nicht immer so... zu negativ. Nee, man wirkt immer ein paar... Ja, genau. Man kriegt immer so ein paar Brocken, ich meine jetzt wissenstechnisch, hingeworfen, aber die Aufklärung lässt sich Zeit. Hauptsache es wird aufgeklärt. Ja. Und das machen sie ja meistens. Genau. Nur lassen sich auch Zeit. Was jetzt auch nicht so schlimm ist, weil ich sag mal, wenn so viele Informationen... Es kamen jetzt auch wieder viele Informationen zusammen. Zwar nicht über die Sachen, sondern halt über andere Dinge, die dann... Campbell war... Shadow Moses war 2 Jahre im zweiten Teil her. Und das ist jetzt 9 Jahre her, der zweite Teil. Also 11 Jahre sind seit Roy Campbells und meiner Mission vergangen. Unserer Mission vergangen. Weil Campbell war doch auch erst mit... Das spielt jetzt 2014. Und... Shadow Moses war 2002. 2005. Aber in 9 Jahren ist der Campbell so krass alt geworden. Ich meine, wir altern ja schneller. Fandest du, dass der alt geworden ist? Ich habe nämlich gedacht, der war in Teil 1 viel älter. Und deswegen bin ich so verwirrt gewesen. Jetzt hat er doch dieses Barret auf und sah aus wie ein Mit-40er maximal. Jetzt sieht er aus wie 60. Campbell. Ja, gut. Man kann sich auch täuschen, weil Teil 1 war ja die Grafik jetzt noch nicht. Das stimmt. Überragend. Na gut, Rose ist wieder aufgetaucht, Raiden noch nicht. Gut. Und wir werden sehen. Wir auf. Ja, ich überlege nur ein bisschen. Dann machen wir das Off-Kamera. Wir sehen uns in Folge 5. Tschüss. Tschüss.